Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und euch das Wissen aus euch selbst heraus zum Vorschein zu bringen. Wir möchten zunächst Bezug nehmen auf die Thematik der Annahme, die Thematik des Lebens, die Thematik der Vielfalt im Ausdruck. Ihr erlebt ein Leben, das ihr in einen Kontext gestellt habt von Ideal. Ein Leben, von dem ihr denkt, auf diese Weise sollte es sein. Auf diese Weise wäre es fein. Wir sagen, das Leben, das ihr denkt, das so sein soll, weil es dann alles fein wäre, ist ein anderes als das Leben, das ihr euch erschafft. Ihr erschafft euch die Vielfalt des Seins. Ihr erschafft euch das Nichts verpassen und alles integrieren. Das ist die tatsächliche Wahrheit über das Leben, das ihr euch erschafft, über das Leben, das ihr für euch erlaubt, über das Leben, das ihr euch kreiert. Das Leben, von dem ihr denkt, so soll es sein, ist eine Wertung. Das Leben, das ihr denkt, dass es das Paradies auf Erden wäre, ist eine Zusammenstellung von kollektivem Bewusstsein. Wir erklären hier, da dies nicht selbsterklärend ist. Euer Geist gibt euch die Möglichkeit, euer Leben zu betrachten, euer Leben zu bewerten und euer Leben zu wünschen. Euer Geist jedoch ist nur ein Teil eures Seins auf Erden. Euer Geist ist gleichzeitig einer, der euch in die Fülle bringen möchte, der euch in der Fülle wissen möchte. Und er allein kann dies nicht geben, kann dies nicht sein. Denn der Geist ist Teil von allem. Er durchzieht alles, ist jedoch getrennt von allem, wenn er sich nicht mit allem eins weiß und allem seinen Raum gibt. Das ausgemalte, wundervolle Leben also ist nicht das integrierte Sein, ist nicht die Annahme von allem, was ist. Das ausgemalte, wunderschöne Leben ist ein Teil von Möglichkeit. In jedem Moment, in dem der Mensch denkt, das ist besser als ein anderes, das will ich nicht, trennt er sich ab in einen Teil seines Seins und leidet. Hier mag Widerstand entstehen, bei dir, bei euch, in diesem Moment. Daher raten wir, dies erneut anzuhören, wann immer es sich fügt. Wir führen fort. Wann immer der Mensch eines will und das andere sucht zu vermeiden, hegt er eine Anziehung, einen Magnetismus gegenüber dem, was er will, ebenso gegenüber dem, was er versucht abzustoßen, was er versucht auszublenden, nicht zu haben. Ihr wisst bereits, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen etwas nicht wollen und mit etwas fein sein. Etwas nicht wollen ist ein Wollen, das verstärkt ist, ein verdichtetes Wollen, das etwas in Materie bringt, in Sichtbarkeit zwingt, indem es nicht will. Etwas zu vermeiden bedeutet, es zu kreieren, um es dann aussortieren zu können. Wenn du etwas nicht willst, musst du es zunächst in Form bringen.
um dann Kraft deiner Körperlichkeit dieses Ding bewegen zu können, diese physische Form aussortieren zu können. Unsere Einladung an euch ist also, euch stets und ständig bewusst zu sein, dass alles für euch da ist, alles für euch da ist. Das, welches ihr so bewertet, ebenso wie das, welches ihr anders bewertet. Indem auch nur die kleinste Anwandlung von das will ich und das will ich nicht besteht, besteht eine Anziehung dem gegenüber, was ihr nicht wollt, die zumeist stärker ist als die Anziehung dem gegenüber, was ihr wollt. Denn was ihr wollt, ist schon da. Ihr könnt es schon sehen, könnt es fühlen, wenn ihr es euch erlaubt. Doch zumeist wollt ihr es euch aufheben für das gute Ende und geht somit erst durch die Arbeit, bevor ihr euch dem Vergnügen hingebt. Wir sagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist für jene, die arbeiten wollen. Die arbeiten wollen mehr, als dass sie sich vergnügen wollen. Die Dichte mehr schätzen als Leichtigkeit und Losgelöstheit. Bist du dir im Klaren darüber, dass du Leichtigkeit und Losgelöstheit in der Tiefe schätzt und die Liebe darin siehst und fühlst, so kannst du dich darauf einlassen, jedes Wollen liebevoll sein zu lassen. Wie des Öfteren bereits benannt, ist das Seinlassen vielfältig, vielschichtig. Es bedeutet, dass du die Dinge genauso lässt, wie sie sind. Du lässt sie in ihrer Beschaffenheit, in ihrem Dasein. Du lässt sie, erlaubst sie. Sein lassen bedeutet zugleich nicht festhalten, bedeutet beide Hände geöffnet zu haben, nicht die unsichtbare Hand im eisernen Griff um dieses Ding, was du sein lässt, damit es ja fern von dir bleibt. Sein lassen bedeutet nicht das eine noch das andere zu wollen, nicht es fernzuhalten noch es nah zu halten. Es bedeutet sein zu lassen, zu erlauben. Erlaubst du dem Wollen zu sein, ohne es in Bezug zu dir zu setzen, ohne es für dich zu beanspruchen, das Wollen, das Nichtwollen, so wird es frei und wirst du frei. Denn das Wollen ist ein Kontrollieren und das Kontrollieren ist Liebe, die verdichtet wurde. Löst du also die Liebe wieder auf, löst du das Wollen wieder in seinen Ursprungszustand, die Liebe, so steht dir Liebe zur Verfügung dort, wo Wollen und Nichtwollen war. Und in der Liebe bist du frei. In der Liebe fällt dir alles zu, der Reichtum, der in dem Moment gebraucht wird. Der Kaiser oder Multimillionär, um in eurer Zeit zu sprechen, mit seiner Schatzkammer, mit seinem finanziellen Überfluss. Er kann nicht jeden Tag Gold essen. Er kann diesen Überfluss nicht in sich hineinstopfen, um reicher zu sein, um sich wohler zu fühlen. Nein, er ist gesegnet mit der Fülle im Fühlen. Die Anzahl des Geldes, die Anzahl der Güter, die Anzahl dessen, was dir zur Verfügung steht, ist niemals 1:1 das, was in dem Moment dir gut tut und dich nährt. Daher ist wahrer Reichtum zu erkennen, dass alles zu jedem Zeitpunkt dir in unendlichem Maße zur Verfügung steht. Du brauchst dann nichts mehr zu wollen, denn dieses zur Verfügung stehen bedeutet zugleich, dass es dir Nahrung ist auf göttliche Weise.
Das zur Verfügung stehen bedeutet nicht, dass du es zu jedem Zeitpunkt vollumfänglich konsumieren musst. Bedeutet nicht, dass es dir besser gehen würde, wenn du mehr davon in deinen Alltag integrieren würdest. Es bedeutet, dass dadurch, dass du dir bewusst bist, dass du alles hast, mehr als möglich zu gebrauchen in jedem Moment. Dadurch, dass du dir bewusst bist, dass alles dir zur Verfügung steht, dass dir im Überfluss zur Verfügung steht, dass du dadurch nicht im Mangel bist, nicht im Gefühl, etwas nicht verpassen zu dürfen, etwas horten, anhäufen zu müssen, an etwas festhalten zu müssen. Dies ist wahrer Reichtum, wahre Fülle. Ganz gleich, wie viel du dein eigen nennst, bist du in der Fülle, wenn du erkennst, dass du alles bist, weil alles du ist, weil alles dich unterstützt auf göttliche Weise. Der wahrhaftig Reiche hat keinen Besitz, denn er besitzt alles. Der wahrhaftig Reiche braucht nichts, um sich herum in Stein zu meißeln, denn alles offeriert sich ihm in göttlicher, in harmonischer Weise, zu göttlicher Zeit, orchestriert durch alles Sein. Besitzlosigkeit bedeutet also nicht, wie missverstanden in manch anderer Zeit, dass ihr nichts besitzen dürft, dass es euch besser geht, wenn ihr so wenig wie möglich habt. Es bedeutet, dass ihr wisst, dass ihr alles genauso sehr habt, wie ihr es nicht habt, dass das, was ihr in eurem Feld wisst, zu euch nehmt, was euch unterstützt, was um euch ist, dass alles das zur Verfügung gestellt wird vom Schatzmeister, eurem höchsten Bewusstsein, eurem Sein, eurer Essenz, dem, was alles ist, dem, was du jenseits und doch integrierend deine menschliche Form und deiner menschlichen Form bist. Dies ist Reichtum, dies ist wahres Erkennen, das ganz gleich, ob der Stempel von Besitz darauf erscheint oder nicht, es dir gehört, ebenso wie jedem gehört, da du alles bist und jeder du ist. Wir sagen dies hier, um zu verdeutlichen, dass Wollen immer eine Form von Kontrolle ist. Frei von Wertung sagen wir dies, voller Liebe sagen wir dies. Denn es ist Teil der Menschlichkeit zu wollen. Ihr habt den menschlichen Willen, um wollen zu können. Und doch könnt ihr euer liebevolles Wollen als Liebe erkennen, könnt ihr liebevoll euer Wollen als Teil des göttlichen Ausdrucks erkennen, könnt ihr die Kontrolle und damit das Wollen bewusst in die Hand des Dirigenten geben. Wer nun ist dieser Dirigent? Es ist Gott, es bist du in deinem Vollkommensein, in deinem Allsein. Gibst du also dein Wollen, deinen menschlichen Willen
in dein göttliches Sein hinein. So bringst du dein menschliches und dein göttliches in Übereinstimmung und kannst alles, was dir im Leben widerfährt, als orchestriert annehmen. Brauchst nicht mehr zu werten und bist dankbar, dankbar für jeden Ausdruck in jeder Dichte, in jeder Leichtigkeit. Du bist dankbar für alles. Denn du musst nicht mehr wissen, wofür es gut ist, fühlst, dass es Teil deiner Erfahrungswelt ist, weil es wichtig war für dich, diesen Teil anzunehmen, zu integrieren, ihn nicht auf- oder abzuwerten, ihn sein zu lassen. Und so sagen wir, dass Schmerzen, alle Schmerzen auf einer Ebene des Kontrollierens, auf einer Ebene der Heilung, bei der davon ausgegangen wird, dass eines getan wird, um das andere zu bewirken, dass auf einer solchen Ebene Schmerzen signalisieren, dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas anders sein sollte. Wir sprechen aus der höchsten Ebene zu euch. Daher sagen wir euch, dass diese Ebene ein Spielfeld ist, welches frei von Wertung viel Licht und Freude schenkt, viel Möglichkeit, das Kontrollieren leichter werden zu lassen, ohne es ganz sein zu lassen, dass über das Kontrollieren viel Gutes bewirkt werden kann, viel Einfluss genommen werden kann, dass das Kontrollieren weit über das Physische hinausgeht und auch auf geistigen Ebenen Einfluss hat. Dies ist die Ebene der Heilung. Dies ist Ursache und Wirkung unterlegen. Wenn ihr ausgespielt habt, wenn ihr euch genug mit dem Ursache-Wirkungsprinzip vertraut gemacht und euer Leben ganz in alle Richtungen des Kontrolliertseins und Kontrollieren-Könnens gebracht habt, dann zeigt sich euch, dass das Feld der Wunder, das Feld der Annahme, das Feld des Willkommenheißens von der göttlichen Harmonie darüber hinausgeht. Dieses darüber hinausgehen ist ein alles als Liebe sehen, die verdichteten Formen ebenso wie die feinen Formen. Ihr könnt nun sehen, dass alles, was ihr erlebt, Teil des Reichtums ist, dass bestimmte menschliche Erfahrungen euch gegeben sind, um zu erleben, dass keine Schublade mehr funktioniert. Wir nehmen hier das Beispiel vom Schmerz. Der Schmerz ist in der Schublade etwas nicht Angenehmes zu sein, etwas zu Vermeidendes zu sein. Der Schmerz ist in der Schublade, dass er dich behindert. Dass wenn alles gut ist, kein Schmerz da ist. Der Schmerz wird versucht zu vermeiden bis zum Lebensende. Physischer Schmerz an allererster Stelle, doch es zieht sich durch alle Ebenen. Der Mensch versucht gut zu sein, indem er anderen Schmerzen erspart, ob über Schmerzmittel oder Liebeslügen. Der Mensch versucht, sich selbst Schmerz zu ersparen.
Jedes Ersparen von ist ein Wollen. Ich will nicht, dass es mir so geht. Ich will nicht, dass es dir so geht. Und so versuche ich, Ursache dafür zu sein, dass es dir anders geht, dass es mir anders geht, dass kein Schmerz da ist. Der Mensch hat nicht gewählt, auf der Welt ohne Schmerz zu sein. Der Mensch hat gewählt, den Schmerz aufzulösen, indem er aus seiner Schublade der Wertung herauskommt. Jesus hat gelitten für die Welt und somit alles Leiden auf sich genommen. Bedeutet dies, dass kein Schmerz existiert? Nein, es bedeutet, dass jeder Ausdruck Liebe ist, dass sich in Schmerz Liebe ausdrückt, ebenso wie in jedem anderen Ausdruck, dass jede Dichte, ebenso wie jede Nicht-Dichte Schmerz genauso sehr ist wie Liebe, ganz gleich, wie es durch dich empfunden wird. Alles ist Liebe. Kannst du also ablassen von der Wertung, so erkennst du in allem die Liebe und es löst sich das Konzept auf von etwas, das auf Wertung basiert. Du wirst also merken, dass es Schmerz in dieser Form nicht mehr gibt. Denn nimmt man die Wertung aus dem Wort Schmerz, so ist es nicht mehr das Wort Schmerz. Es ist das Wort Empfinden. Es ist das Wort Wahrnehmen. Es ist das Wort auf körperlicher Ebene empfinden, auf körperlicher Ebene wahrnehmen, auf emotionaler Ebene empfinden, wahrnehmen, auf psychischer, auf geistiger, auf welcher Ebene auch immer empfinden und wahrnehmen. Es ist das Empfinden und Wahrnehmen. Der Mensch hat sich zum Menschen gemacht, aus seinem göttlichen Sein, um zu empfinden, um wahrzunehmen. Daher ist das intensive Empfinden und Wahrnehmen Teil des Menschseins. Dafür bist du hier. Und so erlebt die Frau in ihrem zur Verfügung stellen von neuem Leben, ganz gleich, ob es sich zeigt in neuem Leben oder sich zeigt als Gelegenheit für neues Leben, so erlebt sie Verdichtung. Verdichtung, aus der Neues entsteht. Jeder Schmerz ist zugleich ein Loslassen, jede Zerstörung ist ein Neusein, in dem der Fokus auf etwas gelenkt wird etwas anderes möglich, da dies nicht kontrolliert wird, da dies losgelassen wird. Jede physische Ausdrucksform leitet deinen Fokus und erlaubt dir anzunehmen, was du andernfalls nicht erlauben, nicht annehmen würdest. Schauen wir auf den Vorgang der Geburt, in der Schmerz das Natürlichste, das Selbstverständlichste ist, so können wir sagen, dass das, was dort geschieht, aus unserer Perspektive keinen Schmerz mit sich bringt. Es bringt ein Intensivempfinden, eine Verdichtung in ein Neusein. Es bringt den Zauber des Seins in Form mit sich. Die Frau also, die gebiert,
Die Frau, die neues Leben in die Welt bringt. Sie gibt sich, sowie dem, das neu geboren wird, eine Einweihung. Sie erfährt die Einweihung des Lebens in Form Erlaubens. Sie erfährt die Einweihung in das Empfinden von der Verdichtung in die Form. Für viele wird dies als Schmerz bezeichnet, da es die Form in jeden Winkel hinein berührt, tief berührt. Zugleich jedoch ist der Zauber des neuen Lebens anwesend. Erfährt diese Frau in dieser Dichte der Wahrnehmung der Form auch die höchste Heiligkeit der Göttlichkeit, die sich in die Form hineinbegibt, die sich in Form zur Verfügung stellt. Diese Einweihung also ist nicht zu fürchten, denn sie ist in vollkommener Harmonie mit der Manifestationskraft der Frau. Hier ist das, was wir auf höchster Ebene euch mitgeben, in Form gegossen. Manifestieren ist kein Ich will und daher mach ich, ist keine Ursache mit einer Wirkung. Das Manifestieren aus der Göttlichkeit, aus dem Erlauben, aus dem Einssein heraus, ist ein sich ergeben, welches nicht bedeutet, einsatzfrei zu sein, denn die Frau, die dem Gebären Raum gibt, sie gibt den größten Einsatz, den größten physischen, den größten energetischen, den größten sich gebenden Einsatz. Und doch gibt sie sich hin, gibt sich dem Prozess hin, gibt sich ihrer Göttlichkeit hin, die weit mehr ist als ihr Menschsein. Bist du in dem Moment der Geburt dir deiner Göttlichkeit bewusst? Erlaubst du diesen Prozess einen zu sein, der durch dich hindurch geschieht, dir jedoch nichts abverlangt, was nicht in Harmonie ist, nicht durch dich erlebt werden will, nicht in Heiligkeit dich durchströmt? Gibst du dich diesem ganz hin und fühlst dich nicht getrennt, sondern eins und bist ganz dem ergeben, was geschieht, so fühlst du, dass alles orchestriert ist, dass dies durch dich hindurch geschieht, dich jedoch nicht definiert, dich nicht schmerzt in dem Sinne, wie du Schmerz erlebt hast zuvor, dass es eine Einweihung ist, die dein ganzes Wesen bis in die gröbsten Fasern hinein erhält, erfüllt, neu macht. Desgleichen erlebt das neue Wesen, das sich inkarniert und auf die Erde kommt. Auch hier ist die Einweihung gegeben. Auch hier entsteht ein neues auf Erden erleben. Auch hier ist das, was das Neugeborene durch diesen Prozess hindurch erschüttert, Licht und Liebe zugleich, die sich ausdrücken in Form. Die Erschütterung also ist wie ein Lichtstrahl,
der dich durchfließt. Gib ab und erlaube dir, alles zu sein. Nimm dich wahr, hingegeben an die Göttlichkeit, die Schöpfung, das ewige Sein, das ewige Leben. Nimm dich wahr als hingegeben und löse dich von der Identifikation mit dieser Form, diesem Muttersein, denn du weißt, du hast dich in diese Form erlaubt, um in dieser Form Mutter zu sein, bist jedoch nicht nur diese Form, nicht nur dieses Empfangen auf physischer Ebene von diesem neuen Leben. Du bist zugleich alles, was ist, die Göttlichkeit, die dies erlaubt, dies begleitet, dies unterstützt und dies ist. Wir sagen also, in dem Moment, in dem du weißt, dass alles, was dein Leben durchfließt, was in deinem Leben zum Ausdruck kommt und durch dich erlebt wird, in dem Moment, in dem du weißt, dass alles das durch dich gewählt ist, nicht aus dem Wollen heraus, nein, aus dem Reichtum, der Fülle des Seins heraus, aus der Fülle von du darfst erleben, aus deiner Perspektive gesprochen, aus der Fülle von ich darf erleben, darf alles erleben, es gibt nichts, das ich aussparen muss. Aus diesem Reichtum, dieser Fülle heraus ist alles, auch der Schmerz, auch die Dichte in der Form, auch die Einschränkung, eine Befreiung. Denn du fühlst, dass dir etwas zur Verfügung gestellt wird, was ganz wunderbar ist, ganz heilig, ganz einzig, das nur möglich ist, in Form, in physischer Form, im Inkarniertsein, im Auf Erden sein. Dieses Dein wahrnehmen, erlauben und dich auf diese Weise in physischer Form sein lassen, bringt Frieden. Und dort, wo Frieden und Annahme sind, ist keine Wertung. Und dort, wo keine Wertung ist kein Widerstand. Und dort, wo kein Widerstand ist, kann das Erleben genossen werden. Denn du fühlst nicht, dass das, was du erlebst, etwas anderes ist als das, was du erleben solltest. Wir sagen daher, dass dein dich hingeben an dich, an die Göttlichkeit, die du bist, an das, was alles ist, an das Orchestriertsein auf vollkommene Weise, an die Harmonie, dass dein dich hingeben dich befreit, dich frei macht, alles voller Liebe, voller Dankbarkeit zu erleben. Es gilt nicht, irgendetwas zu vermeiden. Es gilt nicht, irgendetwas aufzulösen. Es gilt anzunehmen, 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 dankbar jedes Geschenk anzunehmen, sich darauf zu freuen, sich darüber zu freuen, liebevoll jedem Ausdruck des Menschseins zu begegnen, so auch dem Schmerz und dem, was der Körper dann braucht, so auch dem Fühlen, dem Erlauben, dass manches, das du fürchtest, eine Einweihung ist, nach der du dich sehnst, und die Furcht eine Freude ist, die ihren Ausdruck verdichtet hat, und diese Freude ein Empfangen ist von dem, was dein Leben bereichert.
frei von Wertung. Gibt es weder ein Gut im Tun noch ein Gut im Nichttun, weder eine Lebensphase, die besser als eine andere ist, noch eine, die schlechter als eine andere ist. Frei von Wertung hat alles seine Zeit, alles seinen Raum, alles seinen Menschen, in dem es Ausdruck findet. Und so magst du anderen Ausdruck deiner Göttlichkeit erlauben, als du einem anderen Menschen Ausdruck der Göttlichkeit erlaubst. Wir sagen, als das Göttliche sich Ausdruck durch einen anderen Menschen hindurch verschafft und erlaubt. Es gilt niemals, niemals das Göttliche in eine Form zu bringen, diese Form zu erzwingen und diese Form über alle anderen Formen zu stellen. Die primäre Wahl ist eine Wahl, deine Wahl, für die du dankbar bist, weil du weißt, dass sie dir gilt, dass sie dich verkörpert, dass du sie verkörperst, diesen Aspekt verkörperst des Göttlichen. Und so mag es sein, dass der eine in einem Zeitpunkt, in einem Zeitfenster, in einer Phase des Lebens von einem zum anderen in dichter Abfolge tut, eines nach dem anderen erlebt und in einem sehr erlebensreichen Leben zu Hause ist. Es mag sein, dass ein anderer in einer Zeitlosigkeit unterwegs ist, in der es kaum irgendetwas gibt, das im Außen sichtbar ist, das getan wird oder bewirkt wird, im Außen sichtbar. Und so mag es ebenso sein, dass du beides in dir vereinst, dass du Phasen hast, in denen du in der Zeitlosigkeit fliegst, in denen du schwebst, in denen du dich ganz dem Fluss dessen, was kommt, ergibst, in dem mal hier eine Welle, mal dort eine Feder, mal dort ein Blatt, mal dort eine Blase auf dem Wasser schwimmt, mal dort ein bisschen mehr getrieben durch den Wind, mal dort ganz still und ruhend. Eine Phase, in der du nicht viel aktiv bist, nicht viel tust und doch getan wird durch dich hindurch. Und dann mag es sein, dass du wieder andere Phasen erlebst, in denen eines nach dem anderen geschieht, in Form sichtbar, wirkungsvoll, für das Außen mit dem Außen, im Spiel, in der Welt und mit der Welt. Eine Phase, in der du in der Zeitlosigkeit bist, da du keine Gelegenheit hast zu denken, in der du tust und über das Tun im Jetzt, im Hier bist, Moment für Moment neu. Manche Menschen verkörpern mehr das eine, andere mehr das andere. Manche Menschen sind auf der Erde, um das eine zu ergründen, für sich zu entdecken und das andere sein zu lassen als Teil ihres Reichtums, der nicht immer wieder aufs Neue gespeist und gelebt werden muss. Mancher hat mehr die Dichte der Ereignisse, um im Hier und Jetzt zu sein, und auch ergründet er dort dieses Zeitlossein, ganz gleich, wie es bei dir ist, wie du aufgestellt bist, was du grundsätzlich mehr ergründest, wo dich dein Leben hinführt. In jedem dieses Seins bist du in vollkommener Zeitlosigkeit, wenn du es dir erlaubst. Du kannst in dem weniger dichten Zustand empfinden und fühlen, dass es eine stressige Zeit ist, da du wie der Mensch, und wir nehmen den modernen Begriff des Bore-out, wie der Mensch, der nichts zu tun hat, gestresst bist davon,
dass du ständig konfrontiert bist mit den Gedanken, was du tun könntest, was du nicht tun kannst, wo du dich so oder anders fühlst, wo du so oder anders erlebst. Du kannst dich stressen, ganz gleich, ob du mit deinem physischen Körper aktiv und unterwegs bist oder nicht. Ebenso kannst du dich stressen oder ganz im Moment sein, wenn du eine dichte Abfolge von Ereignissen und engagiert sein, von eingebracht sein und physisch agieren und wirken erlebst. Nicht das, wie sich dein Leben ausdrückt, sondern das, wie du dich durch diesen Ausdruck weißt und erlaubst, bestimmt deinen inneren Frieden. Und so möchten wir dir und euch versichern, dass ihr durch Phasen hindurchgeht, die aktiv und von Dichte geprägt sind, in denen ihr die Zeitlosigkeit fühlt, durch euer euch ganz auf das einlassen, was der Moment, dieser jetzt hier Moment euch einlädt, zu tun, zu sein, was dieser jetzt hier Moment ist. Und wir möchten euch versichern, dass die Zeiten, in denen wenig zu tun scheint, die Zeiten sind, in denen ihr übt, in der Ewigkeit zu genießen, in dem Nicht-Tun müssen zurechtzukommen und nicht die Stunden zu zählen, sondern den Moment auszudehnen, ihn zu fühlen, euch zu fühlen, zu sein, was du bist, zu sein, was ihr seid, zu sein, was ist. Das höchste Bewusstsein, es weiß, dass alles, genau wie es ist, orchestriert ist, dass es kein richtig, kein falsch gibt, dass alle Bewusstseinsebenen auf vollkommene Weise ihren Part spielen und dass ganz gleich wie gespielt wird, das Erleben das Ergebnis dessen ist, wofür du hier bist. Aus der höchsten Bewusstseinsebene willst du nicht, du erlaubst. Aus der höchsten Bewusstseinsebene erlaubst du jeden Ausdruck und folgst deiner inneren Stimme. Aus der höchsten Bewusstseinsebene gibt es keine Wertung von es ist besser zu heilen, einen Arzt aufzusuchen oder nicht aufzusuchen, einen Heiler aufzusuchen oder nicht aufzusuchen, etwas zu tun oder nichts zu tun. Es gibt keine Wertung und aus diesem keine Wertung geben heraus gibt es das, was dir zur Verfügung gestellt wird. Den Weg des Herzens, den Impuls des Herzens, das, was aus dir spricht, die innere Stimme. Und du hörst sie nicht, wenn es also sehr viel gibt, bei dem du fühlst, dass es getan werden muss. Aus der höchsten Ebene heraus jedoch, durch dein Erlauben heraus, aus deinem Erlauben heraus kannst du fühlen, kannst deine Stimme wahrnehmen und folgst einfach diesen Herzensimpulsen. Wir sagen also niemals,
dass du ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen durch das Leben gehen sollst. Wir sagen, dass sich dir alles zeigt, alles fügt, denn jede Hilfe steht in jedem Moment dir zur Verfügung. Du hast alles zur Verfügung im rechten Moment. Es ist nicht das Wollen, nicht das Nichtwollen, es ist das Erlauben von allem, was um dich herum ist. Aus diesem Erlauben heraus fügt sich alles auf göttliche Weise, und wo sich etwas nicht fügt, ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Da braucht es annehmen, sein lassen, sein lassen. Wir sagen hier nicht Geduld, denn Geduld klingt nach Abwarten. Wir sagen hier sein lassen, denn du kannst es sein lassen und dich in deinem Sein erlauben, wieder mehr sein, als zu wollen, wieder mehr sein, als zu tun und zu entscheiden. Du kannst sein lassen, wissend, dass sich alles zeigt, dass im rechten Moment du den rechten Hinweis bekommst und Klarheit ist. Klarheit besteht. Du kannst sein lassen, dich sein lassen, in deinem Sein sein. Wir lieben dich. Wir lieben, wir sind, was du bist, was wir sind. Alles ist der göttliche Fluss, in Form durch die Form hindurch, jenseits der Form, in der Vereinigung, dem Einssein von allem, was ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.